Das Jahr ist ja schon zur Hälfte um. Höchste Zeit für die besten Geräte, Gadgets, Sachen dieses ersten Halbjahres. Ja. Letztes Jahr habe ich es ein bisschen zu früh gemacht, dieses Jahr kommt es ein bisschen zu spät. Aber mir ist es am Ende eines anderen Videos wieder eingefallen, dass wir unbedingt drüber sprechen müssen. Und ja, ich habe alles mitgebracht. Ich habe mir sogar einen Spickzettel gemacht, dass ich dann nichts vergesse, weil eins davon trage ich am Arm. Aber ich würde sagen, wir machen es nicht chronologisch, wir machen es einfach so, ich würde sagen, nach Größe, dass wir da möglichst schnell wieder Platz auf dem Tisch haben. Starten wir mit dem, ja, was vermutlich das meiste Publikum angezogen hat dieses Jahr, das musste schon noch sein, das MacBook Neo, das günstige MacBook, was inzwischen ein bisschen teurer geworden ist, dank der Preiserhöhungen von Apple. Ja, das Neo hat es auch erwischt, aber keine Liste mit den besten Geräten des ersten halben Jahres ohne dieses MacBook Neo. Der spannendste Mac seit sehr, sehr langer Zeit, wirklich ein ganz, ganz großartiges Produkt. In meinem Umfeld hat es inzwischen schon zahlreiche davon. Leute haben die tatsächlich gekauft, logischerweise. Und ich sehe sie jetzt auch im Alltag, nicht nur bei mir, weil ja, bei mir selbst sehe ich dann schon, ob ein Produkt toll ist, aber richtig spannend wird es immer erst dann, wenn ich es bei anderen Leuten sehe. Ich sehe es inzwischen auch im Zug, dank den grellen Farben sieht man es auch immer wieder. Nein, das Ding ist wirklich sehr, sehr vernünftig. Wirklich ein gutes Paket, was Apple da geschnürt hat. Der Preis ist im Moment ein bisschen zu hoch, leider wieder. Das ist ein bisschen Pech, aber ursprünglich wirklich sehr, sehr gut. Und wir wollen hier ja nicht unbedingt über die Preise diskutieren, sondern vor allem über die Produkte. Und ein Premium-Laptop mit einem iPhone-Prozessor ist wirklich, ich war sehr, sehr skeptisch, ob der reicht, aber ich habe damals ja dieses blödsinnig viel zu große YouTube-Video darauf auch rechnen können. Also es geht schon. Natürlich wird er dann langsam, wenn man es maßlos übertreibt, aber wer macht das schon? Nein, im Alltag, wo ich es im Einsatz sehe, reicht das Ding völlig aus. Das ist ja auch das MacBook, was ich am liebsten auf dem Sofa habe. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe damals gesagt, das ist auch ein bisschen ein iPad-Killer. Wenn man einfach gerne einen Computer fürs Sofa hat, ist das Ding super. Es fühlt sich toll an. Ich habe schon wieder die ganze Zeit in der Hand. Das ist wirklich das einzige MacBook, was ich gerne in der Hand habe, weil es nicht scharfkantig ist, weil es schön rund ist. Liegt wirklich einfach gut in der Hand, sehr, sehr schön verarbeitet. Also wirklich ein sehr, sehr toller Laptop und absolut verdient auf dieser besten Liste. Ich bin immer noch größter Fan der Blau-Option. Eigentlich dachte ich ja, Blau ist die langweiligste Variante. Aber, was kommt da noch? YouTube-Studio. Da müssen wir nicht reingucken. Nicht, dass ihr noch die geheimen Videos seht, die auch noch kommen. Nein, ich dachte erst, das Blaue ist die langweiligste Farbe. Hat sich dann aber rausgestellt, weil, ja, ihr seht, ich arbeite wirklich mit dem Gerät, darum ist da lauter privates Zeug draus. Hätte ich mir denken können, dass ich es vielleicht doch noch aufklappen möchte, während ich dieses Video mache. Nein, ich dachte erst, das Blaue ist die langweiligste Farboption, bis ich gesehen habe, dass das diese unglaublich coole hellblaue Tastatur hat, im Gegensatz zum Metallblau. Das harmoniert so toll zusammen. Ich finde diese Kombi farblich wahnsinnig schön und mag es sehr. Kritikpunkt Nummer 1, den ich jeweils bekommen habe, ist, die Tastatur leuchtet nicht. Habe ich volles Verständnis für. In meinem Alltag ist das überhaupt kein Problem, weil ich schaue eh nie auf die Tastatur. Ich kann auch problemlos, ich habe auch eine dänische Tastatur. Ich habe einfach alles auf Deutsch gestellt und schreibe blind, darum ist es nicht so entscheidend. Nächstes Jahreshighlight, ja komm, nehmen wir gleich das Kleine hier. Jetzt habe ich gesagt, wir machen jetzt die Großen weg. Das sind diese IKEA Bilresa-Dinger, die sind spottbillig und ich nutze es jeden Tag hier im Büro und überall. Es sind diese Thread-Clicker und zwar nur der, nicht der mit dem Rädchen. Der mit dem Rädchen hat sich viel, viel weniger bedient, aber der ist so super. Da kann man einmal drücken, zweimal drücken, lang drücken, lauter Befehle drauflegen. Wenn ich zum Beispiel zweimal drauf drücke, geht das Studiolicht hier aus, wird ein bisschen dunkler. Einmal drücken geht es wieder an, lang drücken kann ich das Licht da hinten einschalten, hier unten lang drücken geht es aus. Das Ding kostet einen Bruchteil, was andere solche Produkte kosten und es funktioniert genauso gut, man spürt es auch blind, welchen Knopf man drückt, also es ist wirklich, ich finde es das vernünftigste und beste Smart Home Steuerding, was ich bis jetzt hatte und es ist mit Abstand das billigste. Also das ist wirklich ein unendlich guter Tipp, das kann ich nicht genug empfehlen. Dann, was haben wir noch an Highlights? Stimmt, das Samsung Ultra ausnahmsweise mal. Nicht, weil es irgendwie technisch wahnsinnig spektakulär wäre. Gut, der Privacy-Bildschirm, über den können wir noch sprechen. Nein, Samsung macht eigentlich seit Jahren dasselbe beim Ultra.
mehr oder weniger dasselbe Gerät. Was dieses Jahr den Ausschlag gegeben hat, sonst habe ich die nie sehr, sehr lange als Haupt-Android verwendet. Ich habe immer beides, ein iPhone und ein Haupt-Android. Momentan ist es übrigens wieder das Pixel. Weil die Falthandys kommen, habe ich wieder das hervorgeholt. Aber ich hatte die ganze Zeit, das ganze Frühjahr über, hatte ich das Ultra als Haupt-Android-Handy, weil es das erste Ultra ist, was ich gerne in der Hand habe. Gewicht, Dicke, Dünne, Form, alles. Es ist wirklich, ich habe es so gern in der Hand gehabt, es ist wirklich ein Handschmeichler, weil sonst waren die Ultras von Samsung immer dick, kloppig und haben sich viel zu rechteckig angefühlt. Ich mochte die nie und das hier, lustigerweise, ich war völlig überrascht, weil erst war ich ein bisschen enttäuscht, abgesehen vom Bildschirm war es jetzt nicht so, ja, ein neues Handy, ist ja eigentlich nochmal ziemlich dasselbe, was sie nochmal gemacht haben. Oh, es hat nochmal ein Update. Ich habe doch gestern noch eins gemacht, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, ihr seht, es ist nicht mehr das Haupthandy, darum kommt hier natürlich wieder die Updates. Muss ich schnell gucken. Privacy-Bildschirm ist an. Und das ist schon lustig, wenn man es halt wegdreht und dann sieht man nicht mehr drauf. Und jetzt machen wir den Privacy-Bildschirm wieder aus. Drehen wir es wieder weg und dann sieht man sehr, sehr lange noch, was da drauf ist. Das ist schon sehr, sehr eine coole Funktion. Das hätte ich gerne bei viel, viel mehr Geräten. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was wir vielleicht sehr, sehr bald noch in anderen Geräten sehen werden. Nein, das Ultra ist ultra überraschend dieses Jahr. Nicht, weil es ultra viel spektakulärer wäre, sondern weil es einfach ultra gut in der Hand liegt. Dann, das ist ein bisschen geschummelt, ehrlich gesagt. Weil streng genommen, die Kamera habe ich ja schon länger. Ich habe die ja schon länger mal gekauft. Ich bin großer Fan davon, ist die Leica Q343, ist meine Reise unterwegs, immer dabei. Kamera, meine Reportagekamera inzwischen auch. Ich kann damit auch Videos filmen. Können wir mal wieder ein längeres Video drüber machen. Nein, das Erstaunliche ist, streng genommen über die Weihnachtsferien passiert, aber so wie ich bemerkt habe, ich es dann erst im Januar. Darum ist es noch reingerutscht. Und offensichtlich ist es dieselbe Hardware, aber die Software ist eine ganz andere. Es kam das Betriebssystem oder die Firmware 4.0 kam da drauf und das hatte ich schon lange nicht mehr. Es fühlt sich an wie eine rundum neue Kamera. Autofokus ist besser, Bedienung ist besser, alles ist besser geworden. Die Symbole sind schöner geworden. Ja, also es ist wirklich fantastisch, was sie da an Produktpflege gemacht haben. Mit demselben Prozessor, mit derselben Hardware, da die neue Software ist wirklich von Grund auf offensichtlich nochmal neu gemacht. Alles ist einfacher zu bedienen, ich mag es außerordentlich, man findet sofort, was man möchte. Eben wie gesagt, Autofokus ist nochmal viel, viel präziser geworden, gerade wenn man ihn auf Personen einstellt. Hier unten hat man da die verschiedenen Modi. Das war immer ein bisschen das Ding mit dieser Kamera. Wenn man wusste, wie man den Autofokus bedient, ist er sehr, sehr zuverlässig und schnell. Ich habe ja auch schon Actionfotos damit gezeigt, wo ich ja beim Schlitteln verrückteste Schnappschüsse gemacht habe, ohne da lang zu überlegen. Wenn man es weiß, wie es geht und die richtigen Einstellungen gemacht hat, war er schon immer okay. Jetzt ist er plötzlich gut. Ist natürlich immer noch nicht auf dem Niveau einer rasend schnellen Sony, die man für Sportfotografen auch empfehlen kann. Aber also es ist wirklich verrückt. Ich habe mir sowas von nix erwartet, weil es ist Firmware Nummer 4.0. Da denkt man, ja, da passiert dann auch nicht mehr viel, da flacht's ab und plätschert dahin. Nein, unglaublich tolle neue Software da drauf. Also es fühlt sich wirklich an wie eine rundum neue Kamera und darum absolut verdient hier wieder auf dieser Liste drauf. Also das ist schon so. Wenn Firmen ihre Produkte pflegen und per Software nochmal Sachen bringen, ist das schon sehr, sehr toll. Weil angenommen, sie hätten dieselbe Kamera mit einem bisschen besseren Prozessor und dieser Software rausgebracht, ich wäre versucht gewesen zu tauschen, weil ja, wenn man es mal hatte, möchte man nicht mehr zurück. Also wer eine Leica Q3-Generation hat, unbedingt die Firmware drauf machen. Es macht so viel aus. Das ist wirklich wie eine rundum neue Kamera. Apropos neue Kamera, da habe ich 2 mitgebracht. Bling. Das sind die 2. Das ist die Pocket 4 von DJI, das ist die Ultra von Insta360. Leica ist da auch ein bisschen dabei. Irgendwo hat es ein Leica-Logo. Ich glaube nur in der Software, wenn man es einschaltet. Da jetzt. Aber wir können es gleich wieder ausschalten. Nein, das sind diese Stabkameras. Ich nenne es die Videodiktafons. Die sind, wirst du wohl abschalten? So, jetzt.
ist wieder Ruhe. Die liebe ich überall. Die sind so praktisch. Die sieht man inzwischen an allen Tech-Events überall. Die haben große Kameras weitgehend abgelöst. Das war wirklich auffällig an der WWDC. Man hat praktisch kaum mehr YouTuber, Influencer, Journalisten gesehen, die noch große Kameras hatten. Ich war mit der hier einer der wenigen, die noch eine ziemlich große dabei hatten. Diese kleinen Stäbchen-Dinger sind einfach so praktisch und zuverlässig und können alles. Die hier, die DJI, die Vierer, die kam im Frühling kam sie raus. Ich hatte sie seit Januar hier und habe sie ausführlich getestet und genutzt. Und ist eine kleine Verbesserung zur Dreier, die ich mir damals ziemlich spät gekauft habe, weil ich nicht sicher war, kommt jetzt dann eine Vierer. Und habe ich gedacht, ja, ich kaufe sie doch noch. Und ich habe sie zum Glück gekauft, weil es hat sehr lange gedauert, bis die Vierer dann wirklich kam. Und die Vierer hatte ich das ganze Frühjahr über schon hier. Da konnte ich sie einfach nicht rumzeigen. Und inzwischen nutze ich sie weiterhin und ich finde sie großartig. Wenn man noch ein bisschen mehr möchte, sind die mit den 2 Kameras natürlich auch schlau. Das ist die von Insta360. DJI hat auch eine mit 2 Kameras, die habe ich aber nicht hier. Die habe ich noch nie ausprobiert. Das hat den Vorteil, dass man halt noch besser zoomen kann. Wenn man das wie ich nicht so wirklich braucht, ist die Pocket 4 der absolute Sweet Spot, würde ich sagen, was diese Produkte angeht. Dann. Natürlich. Over-Ear-Kopfhörer gab es dieses Jahr auch schon ein paar sehr, sehr gute. Die Sony, die Collection mag ich sehr. Die spannendsten finde ich aber die AirPods Max 2 und die habe ich jetzt aber nicht mehr hier, das sind die Nothing Headphones A. Die sind so unglaublich günstig. In der Schweiz gibt es die inzwischen für 90 Franken und die klingen großartig. Also die sind absoluter Budget-Tipp. Wenn man Over-Ear-Kopfhörer möchte und noch ein bisschen Freude am Nothing-Design hat, sind die absolut empfehlenswert. Habe ich es noch irgendwo? Jetzt will ich ein Foto sehen davon. Ich habe nämlich extra noch nachgeguckt, was die heute so kosten. 89 Franken bei, lustig, Interdiscount. Das ist immer mein Budget-Tipp. Interdiscount gucken lohnt sich, ihr weißt. Weil da kauft niemand ein, der sich für Technik interessiert. Da habe ich auch mein Studio-Display gekauft, als es brandneu war und hatte schon Rabatt drauf. Aber warum sind die AirPods Max auch auf dieser Liste? Ist ja ein eher bescheidenes Update. Der alte Prozessor ist jetzt ein bisschen weniger alt, aber immer noch nicht wahnsinnig neu. Ich muss sagen, ich bin super zufrieden damit, weil sie die Funktion gebracht haben, die ich immer haben wollte, nämlich die Ambient-Funktion, wo die Stimme, wenn man anfängt zu sprechen, geht das Noise Cancelling raus, das ist so praktisch, wenn man im Zug unterwegs ist, nicken, Kopfschütteln, lauter solche Sachen, also so kleine Softwarefunktionen, die Kopfhörer nochmal praktischer machen. Ich hasse es, wenn ich Kopfhörer aufhabe und ich muss sie immer wegnehmen oder irgendwelche Knöpfe drücken. Ich liebe es, wenn Kopfhörer schlau sind und das haben die hier gemacht, weil das Bedienkonzept war schon immer das Beste in den AirPods Max. Ein Rädchen und ein Knopf, das ist großartig, aber jetzt, wo sie noch ein bisschen schlauer sind, das hat sehr, sehr viel ausgemacht. Tonqualität war immer schon gut genug für mich. Sieht man ja auch daran, dass ich die Nothing Headphones A ja auch immer gerne empfehle und die ja nur, was haben wir gesehen, 90 Franken kosten, also die sind auch Highlight dieses Jahr oder in der ersten Jahreshälfte. Und dann noch das letzte ist, hätte ich nämlich fast vergessen, zum Glück habe ich einen Spickzettel gemacht, ist das Fitbit. Da bin ich mit meinem Test längst durch. Und die Tatsache, dass ich es immer noch dran habe, das sagt eigentlich alles. Ich mag dieses Bändelchen so gerne, man hat da den Assistenten, mit dem kann ich hin und her schreiben, der schreibt dann manchmal, da bist du wieder Velo trainieren gegangen, ich habe doch gesagt, du sollst eher mal Pause machen oder super Timing hast du erwischt oder heute Nachmittag so zwischen 3 und 4 regnet es gerade mal nicht, da könntest du eine Runde fahren gehen. Erst fand ich diesen Assistenten völligen Quatsch und habe mir gedacht, das will doch keiner. Wer will mit sowas plaudern? Ich find's lustig. Ich find's so viel intuitiver als all die Statistiken, Ringe, Balken, die ich die letzten bald 15 Jahre Fitnessarmbänder genutzt und gesehen habe. Es wirkt so viel, natürlich ist es nicht richtig menschlich, aber es ist so viel menschlich eher im Sinne von, dass es die Informationen menschlich aufbereitet sind und wir sie viel, viel besser verstehen. Mindestens ich verstehe es viel, viel besser und ich habe ja auch mal Statistik studiert. Ich finde es viel, viel angenehmer, das von einem Assistenten erklärt zu bekommen, als mir Statistiken anzugucken. Hätte ich nie gedacht, darum habe ich dieses Armband immer noch an. Das war übrigens auch auffällig an der WWDC, das ist mir aufgefallen. Überraschend viele Journalisten hatten das Ding an. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass ein Produkt tatsächlich funktioniert und offensichtlich beim Publikum einen Nerv zu treffen scheint. Also ich glaube, dieses Fitbit Air, heißt es ja korrekterweise, ist wirklich ein Hit. Ursprünglich dachte ich, das ist langweilig.
ich habe es immer noch an. Und mir ist es neulich passiert, muss ich dann noch ein Video dazu machen, dass ich sogar vergessen habe, die Omega zu tragen. Ja, ich war irgendwie nach dem Test, habe ich die Omega nicht angehabt, hatte die andere Uhr, dann habe ich die Huawei-Uhr weggelegt und ich war völlig zufrieden damit, dass ich nur noch das Fitbit da hatte. Also das Ding hat wirklich einen Ehrenplatz verdient in dieser besten Liste der ersten Jahreshälfte. Also so ein entspanntes und angenehmes Produkt. Also wenn man keine Angst vor Google hat, ist das sehr, sehr toll und sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt muss ich gucken in der Spickliste, ob wir alle hatten. Tschick, 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 tschick. Ja, wir haben sie alle durch. Das sind meine Technik-Highlights, also Produkt-Highlights des Jahres 2026, der ersten Hälfte. Mal schauen, welche davon dann Ende Jahr in der großen Liste auftauchen und welche wieder rausfliegen, weil ich sie vergessen habe. Aufs Fitbit bin ich besonders gespannt. Trage ich das dann noch oder ist dann schon wieder was Neues gekommen, was noch besser ist? Also mal gucken, die Pixel Watch, die neue Apple Watch, Garmin macht sicher auch noch was. Also das Jahr ist noch nicht gelaufen. Nein, das wird jetzt noch richtig spannend. Und dann würde ich sagen, ab in die Kommentare mit euren bis dato Lieblingsprodukten des noch, nicht mehr ganz so jungen, aber immer noch relativ jungen Jahres. Also unbedingt da unten reinschreiben, da können wir da gerne drüber diskutieren. Daumen nach oben, falls das Video gefallen hat. Daumen nach unten, weil Raphael da diese komische Brille trägt. Das ist eine andere, ja. Ich habe soeben mit dem Test der Meta-Brille angefangen und mich überwunden, erstens mal so eine zu kaufen und zweitens jetzt auch zu tragen. Aber ich habe mich damit noch nicht aus dem Büro getraut, also mal gucken, wie das dann rauskommt. Ich bin noch sehr, sehr skeptisch, was das Ding angeht, aber ich finde, wenn man es schon testet, muss man es auch richtig testen und darum habe ich es jetzt auch in diesem Video getragen und schauen wir mal, was die Reaktionen drauf sind. Vielleicht hat es auch jemand schon vorher bemerkt und schon geschrieben, hey, Raphael hat eine neue Brille. Bin ich sehr gespannt. Also, unbedingt Abo abschließen, dann verpasst ihr dann nicht A, den Test dieser lustigen Brille und B, die Liste mit den besten Geräten des Jahres. Aber das kommt dann eher so logischerweise Ende Jahr. Also bis spätestens Ende Jahr.